Hallo, mein Name ist Nathanael und ich möchte euch heute zeigen, wie wir einen Sicherheitsschalter über unser Simplifier Gateway auf ProfiSafe bringen und wie man das Ganze anschließen muss. Hier haben wir jetzt unseren Sicherheitsschalter, den T-Guard RFID, der mit einer kurzen Leitung hier an der Simplifier Gatebox angeschlossen ist. Auf der Simplifier Gatebox sehen wir auch noch einen Nothalt, 2 Taster und einen Schlüsselschalter. Und diese ganzen Informationen, die ich jetzt hier bekomme, gebe ich über einen CAN-Bus weiter an mein Simplifier Gateway. Über die gleiche Leitung, also über diese CAN-Leitung, bekommt das System auch Spannungsversorgung. Das heißt, den CAN-Bus, also die ganzen Informationen werden darüber ausgetauscht und die Spannungsversorgung über entsprechend die gleiche Leitung. Hier sieht man jetzt unser Simplifier Gateway mit den verschiedenen Anschlüssen. Auf der linken Seite haben wir zweimal Profinet bzw. ProfiSafe. Dann haben wir 2 Anschlüsse für die Spannungsversorgung, auch zum Durchschleifen, einmal als Stift und einmal als Buchse. Und dann 2 Anschlüsse für die CAN-Bus-Verbindung, also die Verbindung zu unserem Simplifier-System, wo ich jeweils bis zu 1024 sichere Signale auswerten kann. Jetzt schließen wir unsere Leitungen hier am Gateway an. Da haben wir einmal die Profinet-Leitung bzw. ProfiSafe-Leitung. Und dann haben wir einmal die Leitung für die Spannungsversorgung. So, jetzt nachdem wir alles angeschlossen haben, schalte ich mal die Spannungsversorgung ein. Wir sehen schon, dass die einzelnen Geräte Spannung bekommen. Hier haben wir einfach so eine kleine Box, die unseren Musterkoffer unterstützt. Das heißt, hier ist ein kleines Siemens HMI drin, eine kleine Siemens FCPU und verschiedene Anschlüsse, damit ich eben dieses ganze System auch auswerten und betreiben kann. Jetzt, nachdem das System gestartet ist, kann ich euch mal die Funktion zeigen, die wir hier haben. Einmal natürlich der Nothalt. Wenn der betätigt ist, blinkt er einfach, um anzuzeigen, dass da was getan werden muss. Danach muss ich den Nothalt natürlich quittieren, deswegen blinkt auch die Reset-Taste. Und ich habe hier auch eine kleine Türfunktion implementiert. Das heißt, wenn ich die Anforderungstaste betätige, dann geht meine Türe entsprechend auf. Ich kann die Türe öffnen und entsprechend auch wieder schließen und dann die ganze Geschichte auch wieder quittieren und dann ist meine Sicherheit an der Türe wieder gegeben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, an unterschiedlichen Stellen diese Signale zu beobachten. Zum einen natürlich in der Siemens-Welt, da kommen wir gleich dazu, und zum anderen hier auf unserem Gateway. Wenn ich da in meine SC, das sind die Simple CAN Telegramme, reingehe, kann ich zum Beispiel sehen, hier unter dem Simple CAN Merker 01 sehe ich meinen Nothalt-Taster. Das heißt, wenn ich den Nothalt betätige, dann fällt der hier natürlich entsprechend ab. Und man sieht auch hier unten, das sind die Informationen, die an das ProfiSafe geschickt werden. Im zweiten Byte kann man hier sehen den Türschalter. Das heißt, wenn ich jetzt die Anforderungstaste drücke, geht das sichere Signal von der Türe entsprechend weg. Ich kann die Türe öffnen, dann kommt auch noch ein Infosignal, dass die Türe offen ist. Wenn ich die Türe wieder schließe, geht das entsprechend weg und ich kann quittieren. Das heißt, alle Signale, die über das Gateway ausgetauscht werden, zwischen Simplifier-Welt und ProfiSafe-Welt, kann ich hier auf dem Display nachverfolgen. Also die ganzen Signale, die wir auch auf dem Simplifier Gateway Display sehen, können wir natürlich auch in der Siemens-Welt beobachten. Dazu haben wir jetzt in diesem Muster-Setup hier ein kleines HMI, wo ich eben die Signale sehen kann. Das ist zum einen zum Beispiel der Nothalt-Taster, den ich hier auf dem HMI beobachten kann. Ich kann dann auch sehen, wie die LED des Nothalts angesteuert wird und mir anzeigt, der Nothalt ist betätigt. Ich sehe auch meine ganzen Tastersignale, auch die Türfunktion. Jetzt habe ich die Türe entsprechend schon geöffnet. Dann geht natürlich das sichere Signal von der Türe weg. Wenn ich die Türe öffne, bekomme ich ein Signal, dass die Türe geöffnet ist. Und diese Signale habe ich natürlich alle entsprechend in meiner TIA-Welt und kann sie dort verarbeiten. Das Gateway kann grundsätzlich überall angebracht werden, wo es Platz hat. Es ist nicht davon abhängig, wo oder wie der Sicherheitsschalter angebracht wird. Ja, hier sehen wir jetzt unsere größere Beispielapplikation. In dem Fall haben wir 8 Simplifier Gateboxen verbunden mit einem Gateway. Hier sieht man auch ganz schön, welche unterschiedlichen Varianten es gibt. Die erste Variante ist, wie wir es hier sehen, alle Simplifier Gateboxen sind über eine Leitung miteinander verbunden, also über den CAN-Bus, wo gleichzeitig auch die Spannungsversorgung drüber geht. Und alle sind im Prinzip hier an dem gleichen CAN-Bus angeschlossen. Die andere Möglichkeit ist, dass nur ein Simplifier an dem CAN-Bus angeschlossen ist. Das heißt, kann egal welcher sein, aber in dem Fall eben der erste. Und alle anderen kommunizieren über Wireless
im System miteinander. Das sind im Grunde die beiden Möglichkeiten, die wir haben, einmal CAN-Bus und einmal Wireless. Das kennt man ja auch schon vom bisherigen Simplifier-System. Die Applikation, die wir zeigen, ist im Grunde eine Nothaltverkettung. Das heißt, egal welchen Nothalt ich betätige, die Maschine würde stehen bleiben. Man sieht wieder, dass der Nothalt, der betätigt ist, blinkt. Das heißt, wenn ich auch 2 Nothalt betätige, blinken entsprechend beide. Und wenn ich diese dann wieder entriegle, dann kann ich von jeder Simplifier Gatebox aus auch den Nothaltkreis quittieren und die Maschine danach dann entsprechend wieder starten. Hinter dieser kleinen Abdeckung hier drüben befindet sich der Zugriff aufs Innenleben des Gateways. Hier sehen wir auch die Speicherkarte, die einfach den Sinn hat, dass wenn ich ein defektes Gerät habe, kann ich aus dem Gerät die Speicherkarte rausholen, in ein neues Gerät reinlegen und die gesamte Konfiguration inklusive aller F-Adressen und so weiter wird auf das neue Gerät übertragen und läuft dann direkt wieder weiter. Auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen zu unserem Simplifier Gateway System und alle Softwarebausteine. Vielen Dank.